Als ich an diesem Morgen vom Muezzinruf geweckt werde, ist es noch dunkel im Zimmer. Mein Handy zeigt beim Filmen ein wirres Flackern an, während ich der Stimme lausche. Der 17. Reisetag bricht an. Wir befinden uns unmittelbar an der Mittelmeerküste Afrikas und haben von unserem Skyscraper-ähnlichen Hotel einen guten Blick auf die umliegende Umgebung. Volker packt schon wieder seinen Drahtesel. Ein vorletztes Mal packen wir unsere Motorräder auf dieser Reise in Marokko. Legendär. Und das bei diesem mediterranen Flair. Allerdings sind nicht alle so fit wie Volker. Markus und ich sind als einzige Kaffeetrinker in unserer Reisegruppe noch auf Koffeinentzug. Sprich, da geht noch nicht so viel. So, und wir wollen mal schauen, dass wir jetzt was zu essen finden, oder Markus? Mhm. Einen Kaffee oder einen Tee oder Brot. Kaffee mit Brot, Tee und Konfitüre oder Marmelade. Ja, wir Ei. Ei, ja, nee. Boah, so ein Rührei wäre noch mal was, ne? Oh, ich weiß nicht, also die Rühreier hier, das ist nicht so ganz mein Ding, aber Omelette. ja. Wir haben viel Also da Omelette freue ich gegessen. mich schon wieder zu Hause drauf. Ein richtig geiles Und deutsches Gewürze. Rührei. Boah, ein Brot, das man kauen muss runterschlucken. Oder Vollkorn. Vollkorn. Hier gibt es ja nur Weißbrot. Oh, eine Möwe im Tiefflug. Wow. Naja, aber trotzdem jetzt hier erstmal Hauptsache irgendwas zwischen die Zähne. Das ist vielleicht auch einfach nur ein Gastraum für Vögel, oder? Nee, hier lassen jetzt extrem viel, Leute. Jedenfalls ist es ein Gastraum, durch den Vögel fliegen. Markus, leg das weg. Nicht, dass es auf einmal einen Peng gibt und dann... Dann war er tot. Mit Sicherheit. Das ist wahrscheinlich nur Holz. Das Gewehr wiegt 100 Gramm, damit kannst du keinen erschießen, vor allem erschlagen. Das ist ein Original von 2013. Da hat der erste König von Marokko schon mitgespielt. Im Café nebenan grämen wir uns, dass diese Reise bald schon wieder vorbei ist. Ich müsste eigentlich irgendwie 4 Wochen Urlaub haben. Eine Woche an Abreise und 3 Wochen mit so einem super leichten Moped dann nur Wüstenstrecken fahren. Ja, und da auf die Dünen auch drauf. Ja, genau. Das ist halt riesig. Weil das ist halt wie so oft. Wenn du die schönsten Strecken fährst, also die härtesten Tracks, kommst du ja null voran. Also rein von der Reichweite. Und dann wird aus einem großen Land ein unendlich großes Land. Dann kommst du definitiv nochmal wiederkommen. Ja. So, da kommt schon unser... Oh ja, Sie haben sogar Brot verstanden. Super. Und Marmelade. Cool. Du bekommst ein Ei. Sogar ein gut aussehendes Ei. Das heißt nochmal danke. Schukran. Schukran. Naja, das ist auf jeden Fall erstmal unser Frühstück hier. Hauptsache Koch hier. Markus probiert jetzt was, wo wir einfach partout nicht wissen, was es ist. Es könnte Blätterteig sein, es könnte eine Wurst sein. Markus, lass es dir schmecken. Das war aber lecker. Das war sehr gut. Los, ist das jetzt? Du sollst das auch probieren. Gewollt und dann sollst du das auch essen. Ich glaube, es ist Wurst. Mach mal auf. Das könnte man noch so durchtreffen, oder nicht? Das hat sehr lecker geschmeckt. Das ist ein Gebäck Das ist ein Gebäck. Ja, cool. mit Wurst. Mein Gebäck sieht auch sehr gut aus. Schmackelig? Smakelig. Ja. Hoppala, das bricht voll. Es bindet von jetzt auf gleich sämtlichen Speichel im Mund. Oh ja. Falls man einen sehr trockenen, falls man einen sehr wässrigen Mund hat,
Ja. Vor uns liegen heute entspannte 261 Kilometer entlang der Mittelmeerküste Marokkos. Auf geht's! Typisch für Marokko ist, dass am Straßenrand immer wieder Verkäufer stehen, die unterschiedlichste Ware anbieten. Handykarten in Nador, Edelsteine im Atlasgebirge und vieles andere. Ohnehin lohnt es sich, hier und da mal rechts bzw. links ranzufahren, um einen Blick im Stillstand von der grandiosen Landschaft zu erhaschen. Ja, oh, schön. Ja, oh, weiter. Ja, so? Ja, so ist gut. Ja, ja. Andere Seite auf und oh, ja. Das ist wirklich gut. Das müssen wir einfach mal machen zwischendurch. Sag mal. Danke, Volker. Schon jetzt ich? Ja, Mach mal. wie weit geht's? Mach. Mach weiter. Bis der ruft, ja, oh, schön. Deine Hose reißt, glaube ich. Kann das sein? Egal. Ah, ja gut, nein, das ist gut. Naja, Ach komm, für mich, wo ich so unsportlich bin, ist ja, das okay. stimmt. Er ist ganz schön schwer, der Volker. Das ist hier Rückenübung für mich hier. Mit Schwung drehst du ihn einmal um. So ein Cheerleader. So, jetzt sind wir wieder fit, ne? Der Blick in den Himmel zeigt dunkle Wolken. Doch das trübt die Grußlaune der Marokkaner nicht.
Deren Hand ist immer eilig oben, wenn wir an ihnen vorbeifahren. Das Ziel für heute liegt hinter Nador, vorbei an der Stadt Al-Hoceima, die übrigens als eine der saubersten und sichersten Städte Marokkos bezeichnet wird. Das bergige Umland bietet Top-Straßen für eine gemütliche Fahrt bei angenehmen 100 km/h. Die Mittelmeerküste Marokkos begeistert insbesondere Taucher und Wassersportler. Traumhafte Strände, die für ihren feinen, weißen Sand bekannt sind, imposante Steilküsten und faszinierende Korallenriffe sind lohnenswerte Gründe für Besucher aus aller Welt. Kein Wunder, dass das mediterrane Klima und das klare Wasser an der marokkanischen Mittelmeerküste jedes Jahr viele Touristen anlocken. Nach den ersten paar Kilometern ruft uns das Meer zum Zwischenstopp und Fotografieren. Marokko liegt günstig zwischen Atlantik und Mittelmeer. Die beiden unterschiedlichen Küstenprofile tragen zum Reichtum des Landes bei. Malerische Buchten, die wohl teils nur schwer zu erreichen sind, aber dafür sehr idyllisch, lassen auch mal einen Moment fern vom Massentourismus zu. Diese unaufgeregten Momente in Stille liebe ich ja mit dem Motorrad sehr. Es gibt nichts zu tun, außer die Landschaft und die Fahrt darin zu genießen. Zumindest grausam, ne? Auch hier, ne? Überall, oder? Hast du gesehen? Was? Kuckuck! 125er Innova. Oder Honda Cup. In keine Ahnung wie vielen Kopien hier vorliegen. Nein, ich pinkel hier nicht gerade ins Meer, sondern mache ein Video. Als Markus plötzlich vor mir auf die Knie fällt, denke ich erst, jetzt wird's ernst. Doch als er dann seine Kamera zückt, wird schnell klar, er will nur Fotos machen. Ein Blick aufs Navi. Ein letztes Mal die Meeresbrise geschnuppert. Und schon ist es wieder Zeit, in die Handschuhe zu schlüpfen. Das Nachtlager für heute steht schon fest. Es ist exakt der Ort, an dem wir schon unsere erste Nacht in diesem Land verbracht haben. Camping Ocean View. Wir kommen!
Als die Fotografenaugen von Markus bei flotter Fahrt am Horizont ein Bauwerk erblicken, gibt es kein Halten mehr. Kommando-Kehrtwende und schnurstracks zum Objekt der Begierde gefahren. Das sieht aber fett aus, ne? Voll. Ich muss fotografieren, mal. Mal eben meinem Freund mal Fotos schicken, damit er weiß, wie geil das hier ist. Die zerklüfteten Felswände zu meiner Rechten kommen mir vom gestrigen Fahrtag noch sehr bekannt vor. Da haben sie allerdings ein bisschen unheimlicher gewirkt. In Kombination mit dem Meer zu meiner Linken ist das hier ein kontrastreicher Ausblick. Ich nehme mir einen Moment Zeit, das in Ruhe wirken zu lassen.
Die Baustellen hier in Marokko, das ist immer so eine kleine Herausforderung, finde ich. Ja, man weiß nicht so ganz, soll man hier oder da fahren. Gerade bin ich schon da gefahren und einmal voll in den Gegenverkehr rein, so wie, ja, er jetzt gerade nicht. Okay, die raffen das irgendwie, aber ich weiß es nicht. Mir war das dann doch lieber hier oben lang zu fahren. Aber wie man jetzt sieht, war das auch wiederum gar nicht notwendig. Äh, ja, es ist nicht immer so ganz eindeutig, was da so das Beste ist. Da macht man ganz vorsichtig am besten immer so seine eigenen Versuche und ist dann am Ende etwas klüger. Leute, ciao, ich bin dann mal weg. Vielleicht komme ich ja hier irgendwie dran vorbei. Wo sind die denn jetzt gefahren? Sind die jetzt da oben lang? Die sind da oben lang. Ich will auch da oben lang. Hup, 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 hup. Den kann ich mir jetzt hier hören. Ja, das Schöne ist ja wirklich, wenn man hier von der Polizei kontrolliert wird, als Tourist, wenn du sagst, du bist Tourist, wirst du einfach durchgelassen. Und auch wenn du mal ein bisschen zu schnell bist, also bis jetzt haben wir noch nie irgendwas gesagt. Die messen hier auf jeden Fall oft und stehen hier viel, also da kann man sich drauf verlassen. Polizei wird man hier in Marokko sehr, sehr häufig antreffen. Das gehört hier zur guten Straßenlandkarte dazu. Alle paar Kilometer so eine Polizeikontrolle. Was ich dann sehe, habe ich noch nie in meinem Leben live miterlebt. Jugendliche, die sich an der Rückwand eines LKWs während der Fahrt festhalten, um so von ihm mitgenommen zu werden. Dass dies lebensgefährlich ist, wenn einer von ihnen den Halt verliert und vom dahinter fahrenden Auto überrollt werden kann, scheint die offensichtlich nicht abzuschrecken. Kostenloses Taxi für Lebensmüde. Na dann, auf gute Griffkraft. Und da sind wir auch schon wieder. Die Abfahrt kam irgendwie schneller, als ich dachte. Zu unserem, wow, krasser Ausblick. Haha, nice, sehr, sehr nice. Das haben wir ja alles im Dunkeln überhaupt nicht gesehen, als wir am Anfang der Reise hier gestrandet sind und dann hier lang gefahren sind im totalen Dunkel abends. Ja, zu unserem Campingplatz Ocean View, den wir uns gemerkt haben und wo wir uns dann direkt verabredet hatten mit dem Besitzer, der ja ein deutsch sprechender Mathematiker ist. Und boah, das sieht ja toll aus, wie die Sonne da so durch die Wolken bricht, ne? Mann, das ist aber jetzt echt eine schöne Stimmung hier zum Einkehren und das Ganze nochmal in einer anderen Atmosphäre zu erleben. Ja, ist auf jeden Fall ein ganz klarer Tipp, dieses Riad bzw. Camp. Man hat ja hier auch die Möglichkeit, ein Zimmer zu nehmen oder eben sein Zelt aufzubauen. Da ist gleich der Weg, genau. Und es riecht, wie auch schon am ersten Abend, nach Gras. Kleines Schildchen, Camping. So, noch ein bisschen Offroad hier. Kleine Schotterstraße.
Schön, schön, schön. So. Gucken, ob er auch da ist. Letztes Mal ist er morgens wirklich sogar mit welchen, die hier gecampt haben, mitgegangen und hat die quasi weggebracht zum Flughafen, glaube ich. Das waren Franzosen. Und dann hat er uns sogar frisches Baguette mitgebracht. Bin gespannt. Ah, da sind welche auf dem Dach. Das sieht gut aus. Was macht ihr da? Es gibt ein neues Dach. Letztes Mal waren auch so Arbeiter da. Also hier ist echt irgendwie ziemlich was im Bau. Sehr schön. Da sind sie draußen. Das sind die Nachbarn. So, und jetzt hier. So. Klingelingeling. Es ist sogar offen. Hallo? Wir sind wieder zurück. Hi. Aber nur zu dritt heute. Ja, wir haben einen verloren. Oh. Habt ihr eine verloren? Tja, ein bisschen Schwund ist immer. Oh, das ist so schade. Ich dachte, ihr kommt erst morgen. Ah. Wir kommen trotzdem rein, oder? Dicker Trecker hier. Jo, da sind sie auf dem Dach. So, und am besten wenden wir die Mopeds mal direkt hier. Ui, da wird gerade frisch umgepflügt. So angekommen hier. Wunderschön. Heute werde ich auch mal zelten. Cool, freue ich mich. Letzter Abend in Marokko. Geil. Wie schön wieder hier zu sein. Und es ist in der Zwischenzeit schon wieder echt was passiert. 2 Wochen, zack, sieht das hier schon wieder anders aus. Da oben sind Schweizer jetzt zum Campen. Und weil 2030 hier die Fußball-WM stattfinden soll, sind sie gerade dabei, Kameras zu installieren, damit die Touristen hier ganz, ganz sicher zur WM kommen können. Alter, hier sind Mücken. So, der letzte Abend hier in Marokko bricht an. Das Zelt steht gut und das Wetter ist auch ein richtiges abschiedsschönen Abend draußen sitzen Wetter. Und es ist einfach total schön, nochmal an dem Ort zu sein, der doch innerhalb dieses fremden Landes mittlerweile bekannt ist. Für mich gerade nochmal so ein bisschen auch Zeit, schon zurückzugucken, wie es hier war. Und ich kann euch sagen, es war einfach etwas völlig Neues. Sowas habe ich noch nie erlebt. Für mich eine krasse Erfahrung, echt. Also vor allem dieser Standard, das ist echt so die Quintessenz, die ich von den meisten Reisen mitnehme, dass ich denke, den Lebensstandard, den wir in Deutschland haben, das ist wirklich ein enorm komfortabler und enorm hoher. Und immer, wenn ich von solchen Reisen wiederkomme, wo der Standard ein deutlich niedrigerer ist es besonders schön, wieder nach Hause zu kommen. Und das werde ich von dieser Reise auf jeden Fall auch wieder mitnehmen und die ersten Wochen in Deutschland nochmal ganz anders erleben. Gerade was so die eigene Wohnung betrifft, Toiletten, sanitäre Einrichtungen, alles Mögliche. Das ist einfach, es ist so sauber bei uns im Vergleich zu anderen Ländern, vor allem hier in Afrika, gerade so das Rifgebirge. Also da habe ich mich schier erschrocken, was da los war. Ja, ich freue mich total, die ganzen Eindrücke nochmal in den Videos jetzt in den nächsten Monaten zu verarbeiten, indem ich die Videos schneide. Das ist für mich auch nochmal ein totales Revue passieren lassen. Viele Sachen vergisst man auch. Also wenn ich jetzt so daran denke, die letzten 2 Wochen, was hier so passiert ist in Afrika, ich kriege das gar nicht mehr zusammen. Das ist einfach so viel. Also da kann man sich gar nicht so im Detail dran erinnern. Und deswegen ist es so schön, die Videos zu haben und das Ganze dann nochmal zu erleben und auch irgendwie zu konservieren. Wird eine Freude, euch dahin mitzunehmen auf die Geschichten, die wir hier erlebt haben. Auch, dass das alles so geklappt hat mit der Gruppe, ist ja auch nicht selbstverständlich. Gerade wenn man so wie ich normalerweise alleine reist, hatte ich auch so meine Bedenken. Dachte ich, oh okay, und wir waren in der Kombi noch nie gereist. Volker kannte ich vom Sehen einmal, Volkmar noch gar nicht so, außer mal einmal kurz so ein Vortreffen haben wir gemacht. Aber dass das jetzt so dann auch richtig gut funktioniert, ist auch nochmal echt ein Geschenk dieser Reise. Bin ich sehr, sehr dankbar für.
Morgen geht es dann nochmal 50 Kilometer zur Fähre in Nador und dann bis nach Barcelona. Von dort aus nach Hause, da werde ich auch einfach nur Kilometer schrubben und gucken, dass ich ein paar Tage noch Ruhe habe, bevor die Arbeit wieder losgeht. Die andere Arbeit, die ich noch habe. Ich freue mich jetzt auch ehrlich gesagt wirklich auf zu Hause. Und was mir gerade noch eingefallen ist, weil mir immer noch ein bisschen schlecht ist, Durchfall habe ich auch noch. Okay, eigentlich sollte man sowas wahrscheinlich gar nicht sagen, aber ich mache es trotzdem. Ich glaube, viele, die in Afrika waren, können da gerade mitfühlen. Ich freue mich wirklich auch jetzt auf deutsche Hausmannskost beziehungsweise auf den Möhrensalat meiner Mutter. Ist das nicht verrückt? Also ich habe normalerweise nie so aktiv Hunger auf Möhrensalat, aber heute beim Fahren habe ich gedacht, boah, so ein Möhrensalat, das wäre es jetzt. Mal so richtig Vitamine, gutes Öl, bisschen Apfel mit drin, was Frisches. Ja, da freue ich mich drauf.